Guten Tag allerseits. Wir sind an einen Ort gekommen, wo wir uns begegnet. Natürlich ist er für mich bekannt, aber ich für euch hingegen, dass ihr wird mich nicht wahrnehmen können, bis auf der Stimme Übersetzer. Ansonsten können wir nur sagen, dieser Moment, die wir uns bewusst begegnet. Ich freue mich, sagen zu dürfen, was ich mir am Herz hat, beziehungsweise im Gedanken, die mit mir mitträgt. Zu jener Zeit, die wir unbegegnet. Es gibt sehr viel zurück. Für mich existiert keiner hier und jetzt, sondern alle sind hier und jetzt. Es gibt keinen Neue, der sich an Kämpfer behauptet, oder es gibt keine, die noch keine Kämpfer sind, die hier anwesend. Das heißt, wir begegnen uns nur in einem Unterschied. Nichts anderes ist der Vergangenheit und Zukunft. Von der Vergangenheit hat sich jetzt hier und jetzt getroffen. In dem Moment. Der Moment der Gegenwart, dass man sich sagt, ich bin derjenige, der noch zu lernen habe, fragt man sich, was lernst du? Du lernst das, was du schon bereits vergisst. Oder du lernst das, was du damals hätte lernen können, aber nicht gelernt hat. Beziehungsweise durch die Auseinandersetzung von den anderen, die du die Möglichkeit vertan hast. Der Triff von heute, ich bin nicht derjenige, die Älteste von euch, wenn man so in den Streck besieht. Ich bin nur eine in dem Streck, die ihn momentan befindet, dass ihr seid im Hier und Jetzt sichtbar. Aber ich bin hier in Hier und Jetzt nicht sichtbar. Vielleicht ist es auch nur eine Behauptung, dass ich behaupten kann, in dem Moment, wo er mich trifft und verehrt oder beziehungsweise andenkt an Lehrer, fühle ich mich vielleicht nicht so gerecht mit meiner Rolle, weil ein paar von euch, ich bin ja mal euer Schüler gewesen. Und in diesem Sinne, in dem Moment, wenn ihr behauptet, ihr seid meine Schüler, der Gedanke, das Verständnis ist jetzt schwer zu fassen. Auf diesem Grund ist das, was man sagt, hier und jetzt ist es nur eine Rolle, die man momentan befindet. Um einen Kampf zu beherrschen oder zu lernen, es geht nicht um kämpfen zu können, es geht nicht um sich eine Qualifikation erreicht, sondern es geht nur um einfacher, was man die Möglichkeit haben,
vorzutragen oder zu korrigieren mit eigenem Wissen. Hat man es getan oder hat man es nicht getan? Es gibt viele, die man sagt, aha, was der Kamm an sich ist in sich selbst eine eigene verkörpert von etwas, was man sich natürlich schwer zu beschreiben, aber hat man einen Kamm definiert. Wenn man sagt, okay, er hat den Kämpfen gelernt, dann fragt man sofort, von wem? Natürlich von demjenigen, die das bereit sind, dich zu übertragen. Ich rede von derjenigen, die sich übertragen kann. Und diese übertragen kann, bedeutet nicht, dass er sich was Besonderes ist. Er tut nichts anderes, indem er sich selbst überprüft, inwieweit er kann, um weiter zu zeigen, was er kann. Von Grunde genommen ist derjenige, der euch beibringt, er tut gerade eine Selbstverherrlichung. Der Unterschied dabei ist, er hat keine Verherrlichung Gedanken. Aber davor wird jeder haben, bis man herausgefunden hat, dass eigentlich, was man die ganze Zeit tut, bedarf nicht extra hervorheben. Also, wenn ich eine Eigenschaft ans Lehrer oder eine Aufgabe ans Lehrer mache, dann ist nichts anderes, ich versuche zu zeigen, was ich kann. Aber was ich kann, nicht bedeutet, dass ich kämpfen kann, sondern was ich wissen, was ich weiß. Und der Gratwanderung zwischen Kamm und Wissen, das macht das Lehrer aus, indem der Lehrer nicht zeigt, was er kämpfen kann, sondern was er wissen über das Kamm. In diesem Sinne bedeutet man, aha, man hat etwas, was an denjenigen vermittelt, damit er sich erinnern, das habe ich schon mal gewusst, aber jetzt schon wieder vergessen, wiederhole ich das. In dem Moment hat man aber, weil ich vergessen habe an Schüler, dann sieht man, wann würde ich endlich kämpfen kann. Frag den Lehrer. Der Lehrer kann nur antworten, kämpfen kannst du. Aber mit welchen Kammmöglichkeit oder mit welchem Kammcharakter kannst du ausüben? Der Kammcharakter geht nicht um Sieg oder um Niederlage, sondern geht nur um das Kamm zu beherrschen. Kamm zu beherrschen bedeutet nicht, das eine besser oder schlechter an der andere, sondern der gesamte Kamm versteht, warum sie beide so reagiert und nicht anders. Ähnlich immer wieder, wenn ihr zurückblickt, der kriegerische Auseinandersetzung war nie von dem Krieger, von den Kämpfern ausgegangen, sondern aus irgendeinem Grund der Kämpfer, die eigentlich, ob sie gewonnen oder verloren hat, sie sind Opfer von dem Will den anderen. Immer gewesen. In dem Moment, der Kämpfer leidet, alle Kämpfer leidet, weil sie etwas können. Und diese etwas können bedeutet, sie kann kämpfen. Wenn ihr den Blick in das Schlachtfeld blicken könnt, dann stellt fest, im Schlachtfeld selten, dass die besten Kämpfer überleben, sondern er war der beste Kämpfer,
bis zum er gestorben sind. Also, wozu soll die besten Kämpfer sein? Sondern der Kampf an sich, es gibt sowohl einen Angriff als auch Verteidigen. Wann kann man angreifen und wann kann man verteidigen oder zurückziehen? Es gibt nicht nur vorwärts, es gibt auch rückwärts. Also, ein guter Kämpfer trägt auch der Niederlage. Was bedeutet die Niederlage? Die Niederlage im Kampf, aber im Leben überlebt. Ein Sieg im Kampf, aber er überlebt das nicht mehr. Er wird ein Ideal für die Nachkommenden. Das heißt, was ist wert? Der Verherrlichung, der triumphiert oder das eigene Leben? Es gibt diese Frage und noch Fragen, die alle Kämpfer letztendlich oder irgendwann mal sich beschäftigen. Warum kämpfe ich eigentlich? Kämpfe ich, um zu überleben? Aber wenn ich schon überlebe, dann brauche ich doch nicht kämpfen. Aber nicht, ich kämpfe um Siegen, um zu besiegen. Der Besieg ist immer für jemand anders. Und jemand anders bestimmt darüber, du musst siegen, du musst den Gegner zerschlagen. Eines Tages steht man sich, warum? Und auf diese Fragen und über Fragen zwischen Kämpfen sein, eine Kämpfen zu werden, eine Kampfcharakter, entsteht eine Wertschätzung. Eine Wertschätzung darüber, um sich selbst. Man ist ein Kämpfer. Was kämpft man dann eigentlich? Wofür? Weshalb? Und wenn ihr die Frage noch nicht beantwortet, aber zuerst möchte er kämpfen lernen, was passiert? Indem du derjenige, die dich übertragen, nur so weit respektiert, dass er sich selbst euch etwas vermittelt. Und diejenigen, die das vermitteln, nennen man eine Lehrer. Und diese Lehrer, was hat man die Wertschätzung? Schätzt man ihm als Lehrer von wann bis wann? In dem Moment, wo man sich das Gefühl hat, ich kann schon kämpfen. Oder in dem Moment, wo man das Gefühl hat, man bekommt nicht mehr von dem Lehrer. Dann ist der Wertschätzung an den Lehrer gesunken. Das ist auch normal. Aber die Frage, hat er tatsächlich diese Wertschätzung an seinen Lehrer oder an sich selbst? Und das ist, ich beschäftigt schon früher seit, die Wertschätzung ist nie an jemand anderes, sondern an sich selbst, wie sich selbst versteht. Weil letztendlich, ob man kämpfen kann oder nicht, ist an sich selbst. Wenn man selbst vergisst, weil es schon lange hier oder weil man nicht mehr erinnern könnte, heißt noch lange nicht, dass man nicht weiß. Und was man weiß, heißt noch lange nicht, dass was man weiß, ist Gewissheit. Sondern auch, was man weiß, in falsche Tatsache, in falsche Umstände. Es führt auch dazu, dass die vergangenen Wissen nicht mehr in der Gegenwart gültig ist. Das sind viele Fragen über die Frage. Für mich, für die Umstände des Lebens ist wichtig, die Frage zu stellen.
um Antwort von sich selbst zu finden und nicht zum irgendeiner, die sich beraten lassen. Weil es gibt einen gewissen Sinne, die man sagt, okay, ich kann fragen, was ich nicht weiß. An wem denn? Natürlich an die gelehrte Persönlichkeit. Frag du ihm, er gibt dir Antwort. Er kann nur Antwort geben, das, was er auch weiß. Und auch nur eine empfehlen Charakter. Jetzt frag du dich selbst, hast du die Chance zu überlegen, welche Verständnis, welcher Wert, die du zu den Antworten haben. Allein die Wertschätzung. Lehrer sagt, er soll lernen, die Wertschätzung wahrzunehmen. Aber was ist eigentlich Wertschätzung? Ist das eine Wert, die ich aufgestellt, oder ist eine Wert, die ich das empfinde? Einmal definiere ich die Wertschätzung. Natürlich definiere ich irgendwas, was ich glaube oder denke, dass es richtig ist. Wenn wir uns vergleichen würden, wenn wir eine Sache in verschiedenen Winkeln sehen, dann sehen wir in jedem Winkel halt eine andere Wahrheit in sich. Und wenn das so ist, warum auch nicht bei der Wertschätzung? Um die Wertschätzung zu verstehen, bedarf verschiedener Sichtweite, verschiedener Fokus, um einen optimalen Fokus zu betrachten zu können. Ich wollte nicht an Schlaumeier sagen zu dürfen, was eine Wertschätzung ist. Ich wollte nur anregen, dass er selbst überlegt, der Wertschätzung war niemals von jemand anders und für jemand anders, sondern die Wertschätzung an sich selbst. Wenn man behauptet, man hat die Wertschätzung an den Lehrer, am nächsten, wenn man sich selbst lehre, dann versteht man, was halt ein Lehrer ist. Dann versteht man über die Wertschätzung von Lehrer. Solange dass man noch kein Lehrer ist, dann versteht man nicht, was heißt die Wertschätzung an den Lehrer. Wann ist man Lehrer? In dem Moment, wo man sich das eigene Wissen präsentiert. Mit oder ohne Schüler. Wenn mit Schüler, dann hast du die Resonanz, weiter nicht. Da hier als Lehrer sein die Wertschätzung nicht bedeutet, dass der Lehrer von den Schülern etwas verlangt und der Schüler etwas an den Lehrer abgeben muss, um von dem Lehrer geliebt zu werden. Darum geht es nicht. Und in diesem Sinne, ich möchte nochmal betonen, dass es geht um den Hinweis auf die Nachdenken, was heißt die Wertschätzung. Und ich möchte nicht schlau sein, die Antwort für euch hier und jetzt präsentiert, sondern der Antwort ist der gesamte Gedanke. Während ihr den Gedanken macht in verschiedenen Situationen, dann versteht ihr, was ist die Wertschätzung. In diesem Sinne wünsche ich euch bei der Suche etwas zu finden, je nach Kraft und Verstand. Das war fertig. Oh. Ich fühle mich keine Luft zu kriegen. Ja, das ist ein bisschen eilig. Ja? Das ist ein bisschen eilig.
heilig heute. Also diejenigen, die nicht kennen, wollte ich sagen, das ist eine Art von Channeling. Ja? Der Channeling bedeutet, ich stelle meinen Körper wie ein Verstärker frei zur Verfügung. Der Schwingung, was man aufgenommen hat, ist wie bei der Suchbegriff, was ich finde. Und irgendwas, was angesappt ist, dann lese ich das, ein Buch, das schon geschrieben ist. Nicht alle. Nicht, soweit ich übersetzen kann, dann kommt solche Sprache raus. Okay? Es kann richtig, kann falsch sein, aber ich weiß auch nicht was. Weil in dem Moment muss ich meine ganze Bewusstsein abstellen, um übersetzen zu können. So, ich kann nur euch fragen, was hat euch empfindet und was ihr gesagt habt. Worüber überhaupt? Für einen. Ja. Ernst. Okay, So, lieben. dann kann ich anfangen, ja. Dann kann ich anfangen. Weil am Anfang hat ihr gesagt, über Wertschätzung brauche ich ein bisschen mehr. Weil ich weiß, sagen wir so, ich war nicht dabei bei dem Gespräch. Und ich kann ein paar Fragen beantworten, falls du Fragen hast, aber nur dann, wenn du mir sagen kannst, aha, das so und so hat er gesprochen. Okay? Ja, ist ein Lehrer, ist im Grunde genommen, wenn ich sage, ich bin Lehrer, dann verherrliche ich mich ja. Weil ich behaupte, ich wisse mehr. Aber ich habe die Aufgabe eines Lehrers, so verstanden. Dann habe ich nicht verherrlicht, sondern ich versuche etwas, was ich weiß, euch zu vermitteln. In dem Moment verherrliche ich mich nicht. Deshalb häufig beim Partnertraining, dass ich mit euch nicht zeigen, was ich alles kann, sondern versuche im Rahmen, das euch können, ein bisschen zu korrigieren. Das ist der Unterschied zwischen ich zeige, was ich tatsächlich kann, oder ich korrigiere das, was du noch nicht verstanden hast. Also ist schon richtig, ist eine Art wie Verherrlichung, weil ich muss ja zeigen, was ich kann, was ich weiß. Und das ist eine Gratwanderung, glaube ich, so wie ich weiß, also meine Erfahrung. Ich versuche so zu sein, dass mein Wissen euch zu vermitteln und korrigiert. Daher kommt ja der Lehrer nicht eine auferlegt, was du tun soll, sondern eine empfehlen Charakter. Das sind die Brücken, indem man nicht Selbstverherrlichung, sondern man vermittelt etwas. Und dieser Vermittel ist wie ein Rat. Du kannst annehmen, du musst nicht. Okay? Und das ist das, was ich glaube, dass der Ursprung von der Lehre, die man sagt, Selbstverherrlichung und Lehrer sein. Das ist etwas Unterschied. Lehrer sein. Eine Art wie, ich habe die Aufgabe als Lehrer oder ich habe meine Wahrnehmung, dass ich Lehrer bin. Also der Lehrer hat die Aufgabe zu vermitteln, aber nicht zeigen. Vermitteln und zeigen ist ein Unterschied. Zeigen, dann konzentriert darauf, dass euch mich verherrlichen. Lehren versuche ich, dass euch an sich selbst verstehen, was das ist. Das ist der Unterschied der Form. Das ist der Verlauf einer Lehrertag eigentlich, wenn man in solcher Form. Und ich muss sagen, in Europa, das ist das erste Mal überhaupt, dass man Outdoor machen und dass man so rumsitzen. In Thailand ist das nicht unüblich, weil der Freikämpfer ist andere als Lehrer in Thailand, die man gewöhnt. Weil in Thailand hat man als Lehrer, ist richtig verherrlichen, dass der Lehrer selbst
steht an die Spitze von dem Wissen und die Schüler ist er abstufen nach unten. Also Klassengesellschaft. Pyramide. Ja, Pyramide. Und das ist auch angeordnet. Wenn die Lehrer heute Lehrertag wäre, werden sie den Schüler gezwungen, den Lehrer zu grüßen. Und der Sinn ist es auf jeden Fall nicht, weil in dem Moment, bevor der Lehrertag, ich bin ja Lehrer, ich vertrete den Lehrer, dann darf ich nicht für mich einen Aufruf, um mich zu verherrlichen. Das geht einfach nicht. So, wenn ich das nicht kann, zwischen Rotgurt und Blaugurt, die mag das nicht. Wenn eine Schüler die Bedürfnis hat, dann entweder sie mag alleine, aber sie fragt den Lehrer nur, damit die Möglichkeit von dem Lehrer, die Einladung von anderen Lehrern zu kommen, dann sagt, hey, es gibt Schüler, die möchten Gedanken an den verstorbenen Lehrer. Nur verstorbene Lehrer, nicht ich. Das heißt, ich bin heute auch Schüler wie euch. Werde euch mich um sowas fragen. Kannst du erst heute um 0 Uhr, bis heute um 0 Uhr wieder 24 Stunden, bin ich Schüler. Danach bin ich wieder Lehrer. Also nur für diesen Tag bin ich Schüler wie euch. Okay? Warum? Um das immer wieder daran zu erinnern, ihr kommt heute, wenn ihr das wollt. Aber nicht pro forma, weil man angeordnet hat, weil man das ist nicht ehrlich. Und diese nicht ehrlich soll man nicht anfangen und soll man auch nicht darüber unterhalten. Sondern einfach, ich bin Lehrer, es stimmt schon. Wenn du mich fragst, gestern wäre oder vorgestern, ob man dieses Jahr Lehrertag macht, beneide ich. Das ist nicht wichtig. Weil ich kann mich doch nicht verherrlichen. Ich kann mich doch nicht angeben. Aber wenn keiner meldet, dann sage ich wahrscheinlich, existiert das nicht, Lehrertag, dieses Jahr. Ist nicht böse gemeint, aber es ist. Guck, heute, komm euch. Ohne Zwang. Und das ist das ein Wert. Wesentlich mehr Wert an, wenn die Schule angeordnet ist. Das heißt, offizielle Einladung noch nie gegeben. Noch nie. Gibt es sowas nicht? Ja? Entschuldigung, du hast noch nicht fertig. Ich kenne auch einige von uns, die das, auch wenn sie nicht hier sind, trotzdem Ja. heute Ja. dran denken. Also Ja. ist ja die Existenz des Lehrerstag, Es existiert. existiert ja doch, auch Ja. wenn man jetzt, Ja, aber wenn man das wenn man noch die Schule hat, meistens verständigt man. Damit die Möglichkeit, zum Beispiel heute, ich kann noch Channel. Dann komme ich, wenn die Schule mehrere kommen, dann komme ich für euch. Aber die Initiative muss von euch kommen, nicht von mir. In dem Moment wäre ja so die absolute interessant wäre Schwarzgurt, Weißgurt, Grüngurt. Da kann man sagen, ja, ich möchte machen, wie? Dann natürlich beraten von dem Blaugurt, weil sie schon länger erlebt, mehrere Mal. Dann weiß sie, was ist wichtig und was ist nicht wichtig ist. Und der Prinzip in der Paul-Jud-Schule immer, weil wir Freikämpfer sind. Ersten Tag, wenn du kommst, sagt man immer, wir sind gleich. Und das bleibt das auch. Hat noch nie geändert. In dem Moment, ich sitze hier, nur weil ich etwas vertrete. Aber letztendlich ist, ich bin gleich wie euch. Und Lehrer darf nicht sagen, du musst. Das darf nicht. Sondern ich empfehle dir. Wie kann ich dich wie ein Sklave behandeln oder wie ein Soldat behandeln, dass du eines Tages eine Freikämpfer wirst? Das funktioniert doch nicht.
Wenn du jetzt alleine stehst und Freikämpfer werden, dann weißt du nicht, du bist nicht was Besonderes, sondern nur die Mensch, die lernen, mit der Freiheit umzugehen. Deine Körper, deine Gedanken, wenn du frei denken kannst, ohne Zwang, ohne Kultur. Kultur werden, ja, dann darfst du nicht denken. Das darfst du nicht denken. Dann bist du unter Zwang. Hier, du kannst hören, du kannst akzeptieren, du kannst ablehnen, alles möglich. Dann bist du geboren mit dem Freisein. Freiheit ist auch eine Sache, Freidenken oder Freihandel. Ist eine Sache. Wenn man nicht gelernt hat, kann man nicht. Weil du hast falsch verstanden. Frei, die Sache, die man nie dich zwingen kann, ist der Gedanken. Und man sich selbst eine Barriere macht, zum Beispiel, wenn man durch die Religion, durch den Glauben, zwingt man eine bestimmte Sound zum Denken. Dann denkt man wie Schablone. Aber die Freikämpfer zu verstehen heißt, du hast eine freie Denken. Natürlich, wenn das Gesetz hier in der Gesellschaft ordnet du ein, nicht, dass du es rausbringst, aber du verstehst, wie ich einordne. Aber deine Verstand kann keiner. Und nicht, was soll ich machen? Was soll ich machen? Er selbst doch gelernt, um eine Führung zu haben, jemand, der euch führt. Wenn du immer noch danach fragst, was mache ich im Grunde genommen? Du willst ja jemanden dich führen. Dann brauchst du nicht beklagen, wenn jemand dich zum Scheitern führt. Warum machst du nicht selbst? Oder? Aber selbst zu machen, natürlich, von Anfang an, das ist auch ein wahnsinniger, abenteuerlicher Wahnsinn. Also man muss lernen, wie gehe ich damit um, die freie Entscheidung zu treffen. Und das sind schrittweise, der Paul Jut dich anbieten. Indem du sagst, aha, ich lerne mit Freiheit umzugehen. Aber auch tolerant gegenüber den anderen. Irgendeiner sagt, ich habe einen Gott, und sagt, okay, du brauchst einen Gott, dann hast du einen. Wenn du keinen hast, ich habe keine, ich brauche keine, also dann habe ich auch keine. Das ist alles in Ordnung. Und wenn du Entscheidungen, auch viele, das euch selber, meistens so Schuldgefühl, die am schlimmsten bei dem Mensch. Wenn sie einmal gewagt hat, etwas frei zu entscheiden, hinterher fühlt sie sich schuldig. Das ist falsch. Und das ist damit, ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass es was heute, was ihr sagt, mit Selbstwertschätzung. Also nach meinem Verständnis. Weil das sind das, was Paul Jut, etwas, was besonders, seine Ritualen, seine alles macht. Es ist nicht so, heute auf morgen instant. Und dafür auch in Thailand solche Ritual mag sie nicht zu sehen. Weil dann ist die Schule rebellisch, nicht mehr zugeordnet. So sitzen, dann dürft ihr euch gar nicht eigentlich. Ich muss ein paar Meter hoch sitzen und du musst ein bisschen runtersetzen. Am liebsten begrüße ich auch meinen Fuß, also richtig runter geht. Und das ist und außerdem, du musst Gehorsamkeit beweisen. Wenn die Lehrer sagt, du sollst liegen, dann musst du liegen. Du hast keine Möglichkeit zu sagen, hey Lehrer, sie hat verirrt. Das kannst du nicht sagen. Und dieser Wert, wie viel hat der überhaupt verstanden? Und das ist der Wert, den man an anderen Menschen misst. Wenn jemand dich die Freiheit lässt, das gibt nicht was Wertvolles an Mensch. Oder du lieber die Menschen kommen und dir Befehl gibt? Was ist dir lieber?
Und das ist, man nachdenken, dann sagt man, aha, ich brauche keine jemand, der mich führt, weil mein Leben muss ich sowieso selber führen. Und wenn ich keine Anführer habe, dann bin ich ja frei. Versucht man damit frei zu leben, in diesem Sinne. Hat auch nicht mitgekriegt, wa? Doch? Ich bin jetzt gerade, wollte ich sagen, hat euch mitgekriegt oder nicht, es geht darum, ich bin Hab-Meditation mit euch gequatscht. Ich bin nicht ganz da. Also nicht von mir, sondern ich bin Hab. Das ist auch eine Channeling. Habt ihr gemerkt, ich frage euch nicht? Immer wenn du einfach redest, ohne Unterbrechung. Dann geht man davon aus. Okay, jetzt bin ich wieder da. Jetzt kann ich nicht alle Fragen beantworten. Wie geht es euch?